Hallo meine Lieben, heute gibt es auch schon das erste Projekt mit dem neuen S1 Laser von Xtool, und zwar will ich da etwas mit Holz machen, und was ich damit machen will, das seht ihr auch gleich nach dem Intro. Im heutigen Projekt werde ich mit 3 Materialien arbeiten. Einerseits ist es das Basswood Plywood, dann das Walnut Plywood und dann habe ich auch noch eine MDF-Platte, weil ich will einerseits so einen kleinen Tag machen, das mit dem Basswood, und dann will ich eine Box machen, und ich finde für die Boxen ist halt immer angenehm für das Innenleben, wenn ich mit MDF arbeite, weil das quasi am einheitlichsten ist, und ja, dann nehme ich das fürs Innenleben und dann das Walnut, um quasi die Außenhülle zu machen. Natürlich immer, wenn ihr ein neues Gerät habt oder mit einem neuen Material arbeitet, dann empfehle ich euch immer Testraster zu machen. Ich habe für mich noch nicht ganz die perfekten Einstellungen gefunden. Ich habe da teilweise noch ein bisschen ein Thema mit Schmauchspuren, aber das kriege ich auf jeden Fall auch noch hin, weil das Ganze ist immer noch neu für mich. Ich habe den erst seit ein paar Tagen, von dem her bin ich das aber auch noch ein bisschen am Testen. Aber ich würde sagen, wir starten da einfach mal mit diesem kleinen Geschenkanhänger, damit ihr auch schon ein kleines erstes Projekt seht. Dazu gehe ich rüber auf meinen PC. Ach, und noch ein kleiner Hinweis: Wenn ihr den Computer zum ersten Mal an den Laser anschließt, dann fragt ihr euch, dass ihr ein Update macht. Das würde ich auf jeden Fall machen, und dann sieht auch euer Arbeitsplatz dann ein bisschen anders aus, und ja, dann funktioniert das Ganze auch. Wie ihr Testraster erstellt, das erkläre ich euch nicht nochmal, weil das habe ich euch wirklich schon in den Videos gesehen. Ich verlinke euch sonst oben das Video, wo ich euch das im Detail erklärt habe. Was ich ein bisschen anders gemacht habe als in dem Video, wo ich euch verlinke, ist, wenn ihr da die Gruppierung aufhebt, wenn ihr das Testraster erstellt habt, dann könnt ihr auch auf die einzelnen Zeilen zugreifen. Und ich habe, anstatt dass hier auf der Seite nochmal graviert wird, Speed pro Sekunde und Power in Prozent, habe ich das einfach so gemacht, dass ich jeweils vor die Buchstaben einfach ein S für Speed und ein P für Power gemacht habe. So kann ich ein bisschen Platz sparen oder quasi Zeit sparen, und der Laser hat nicht nochmal hier eine Zeile und auf der Seite eine Zeile, sondern ich habe das dann halt einfach mit der Zahl gleich gemacht. Ich habe hier ein Motiv, was ich von Stuff Deluxe habe. Finde ich wirklich süß, diese beiden. Und ich habe hier kurz die Gruppierung auf. Hier drüben gucke ich kurz, dass ich alles auf Ignorieren gesetzt habe, weil das will ich nicht nochmal lasern. Die beiden sollen auf Ausgabe gesetzt sein. Dann die äußere Linie, die Umrahmung, die ich hier mit einem Offset gemacht habe, die setze ich auf Schneiden, und zwar eben bei 60 Leistung oder Power, Geschwindigkeit, Speed 10. Und das Innere, das was ich gravieren will, das ist eben, das habe ich als Bild reingenommen, und dann könnt ihr ja Bild bearbeiten und nachzeichnen. Habe ich euch auch schon zu Genüge gezeigt. Das habe ich einfach gemacht und dann eben die beiden verkleinert, dass ich das in der Größe habe, wo ich das haben will. Und das habe ich auf Flächengravur gesetzt mit einer Leistung von 18 und eine Geschwindigkeit von 175 mit 100 Linien pro Zentimeter. Jetzt seht ihr hier auch schon, dass ich ein Kreuzchen habe, und das ist da, wo im Moment mein Laserkopf liegt. Jetzt habe ich, hier ist zwar angegeben 53,3 mm vom Abstand her, aber das war noch mein vorheriges Projekt. Im Moment ist da gerade nichts im Laser drin. Ihr seht auch, das Gerät ist nicht verbunden. Das heißt, ich gehe jetzt dran, mache hier, also ich lege mein Material in die Mitte vom Laser, sage dann hier Abstand messen, automatische Messen, dann seht ihr eben dann, wie das Ganze funktioniert, und dann mache ich den Laserkopf dahin, wo ich das auf dem Holz gelasert haben will, und
kann dann hier auf dem Arbeitsplatz das Element genau dahin schieben und dann kann ich, wenn ich möchte, kann ich einen Rahmenabfahren machen. Aber ich habe gemerkt, das funktioniert echt so gut mit diesem Platzieren, dass ich da meistens gleich schon auf Verarbeitung gehe. Aber eben jetzt muss ich kurz mit dem Laptop ans Gerät und das zusammen verbinden und dann mache ich genau diese Schritte. Und ich lasse euch jetzt hier kurz auf den Ton an, dann seht ihr auch, dass der wirklich leise ist. Also der Filter, der da nebendran läuft, ist lauter als der Laser selber. So, und hier haben wir auch schon das Ergebnis und das ging wirklich super schnell, das zu lasern. Und ich verwende die Dinger super gerne, um die an Geschenktüten ranzumachen. Hier, das hatte ich mit dem M1 gemacht, ne, als Vergleich. Ich finde das wirklich super filigran, wunderbar geworden. Und ich finde auch das mit dem Platzieren wirklich super, dass ich da halt einfach das Kreuz irgendwo in der Ecke platzieren kann oder irgendwo, wo ich sehe, dass ich genug Platz habe und dann einfach ab da lasern kann, finde ich wirklich genial. Das mit dem Rahmenabfahren, das habe ich eigentlich nur für euch gemacht, damit ihr das einfach mal seht, aber bei so kleinen Sachen mache ich das schon gar nicht mehr. Bei größeren, das seht ihr nachher auch bei der Box, da mache ich das auf jeden Fall, aber hier bei kleineren Sachen platziere ich quasi einfach das Kreuz auf mein Material und lege da eigentlich schon los. Als nächstes machen wir jetzt das Projekt mit dem Walnut und dem MDF und da will ich eben eine kleine Holzbox damit machen und das Projekt muss ich zuerst noch reinholen und dafür gehen wir auch wieder rüber auf den PC. Das File, da habe ich was bei Creative Fabrica gefunden, was ich extrem cool fand, weil eben, das will ich genau hier oben eben die Hülle und diese Stäbchen hier auf der Seite mit dem Nussholz machen und innen drin das mit MDF. Das heißt, ich lade die Datei herunter, dann gehe ich hier zu meinen Downloads und ich habe das so beim MacBook, dass wenn ich auf eine ZIP-Datei da drauf drücke, weil das kommt als ZIP-Datei, dass es mir dann das Ganze entpackt oder auspackt. Und dann habe ich hier unter Sliderbook 3 mm, weil mein MDF ist 3 mm und auch das Walnussholz. Und da nehme ich das SVG und nehme das hier rein. Und jetzt wichtig, er sagt, das Bild ist zu groß, möchten Sie es skalieren? Und dann sage ich auf jeden Fall nein, weil sonst stimmt für euch die Steckverbindung nicht mehr. Weil wir platzieren jetzt das dann richtig, dass es auch funktioniert von der Größe her. Jetzt habe ich hier, sagt er, schwarz ist schneiden, rot ist gravieren. Passt, danke für die Information, brauche ich nicht mehr. Dann haben wir hier, also das wird gravieren sein, das heißt das und das ist meine Außenhülle. Und dann hier unten diese Stäbchen. Das heißt, ich nehme mal diese Stäbchen, schiebe die hier hoch, upsie, hier hoch und alles andere schiebe ich kurz so ein bisschen auf die Seite. Na, hier. Damit ich sehe, was ich mache, weil sonst wird es ein bisschen schwierig. So. Das heißt, das hier alles ist eine Gruppe, das werde ich aus dem MDF ausschneiden und
Das hier oben wird das Nussholz sein. Muss ich kurz gucken, wie ich das platziere. Und zwar füge ich da ein Rechteck ein. Zack, zack, zack. Und sage dem, es soll 12 Inch mal 12 Inch ist rund 300 mm mal 300 mm. Schlösschen aufheben. 300. Sodele. So kann ich das irgendwo auf den Arbeitsplatz verschieben, einfach damit ich sehe, wo ich meine Elemente platzieren muss. Das heißt, ich nehme die ohne dieses Viereck und schiebe die hier hoch. Respektive, ich muss kurz die aus dem Weg schieben. So. Das irgendwo hier oben hin. Das machen wir gleich drunter. Kann ich das eigentlich wieder wegmachen für später dann für diese Teile hier unten. Hier unten gucke ich natürlich, dass ich komplett alles auf Ignorieren gesetzt habe, weil ich will zuerst das Walnussholz machen. Das heißt hier alles ignorieren. Und das hier oben will ich alles auf Ausgabe haben. Jetzt die Gravur, das ist das hier und das hier. Und um mehrfach zu markieren, ich gehe einfach mit der Maus drauf, klicke einmal drauf, dann halte ich die Shift-Taste und klicke auf das andere. Dann habe ich beide markiert. Und hier sage ich Flächengravur. Plus hier möchte ich noch einen Text einfügen. Und zwar soll das heißen Schatzkiste. Und ich glaube, ich möchte noch ein bisschen eine andere Schrift haben. Ja, nehmen wir die. Verschmelzen, Flächengravur. Kleine machen, damit das doch hier drauf passt. So, jetzt kann ich mein Testraster nehmen und ich weiß zum Gravieren beim Walnut hätte ich gerne kurz alles markieren. Na, will er? Sind die drei, die ich gravieren will. Flächengravur, Ausgabe, Power nehmen wir 20 und die Geschwindigkeit nehmen wir 138. Linien per Zentimeter lasse ich bei 100. Das ist das. Und dann schneiden, markiere ich hier auch wieder alles. Bis eben das, was ich auf Gravieren habe, da sage ich schneiden. Und dann nehmen wir Leistung 60. Und die Geschwindigkeit gehe ich auf 10 runter. Und wichtig bei solchen Dateien ist, dass ihr die in der Größe nicht verändert, weil sonst stimmen eure Steckverbindungen nicht mehr. Das heißt, ich gehe jetzt hin, lege mein Walnussholz auf die Arbeitsfläche, verbinde das Gerät wieder, mache eine Automessung und dann platziere ich wieder den Laserkopf da, wo ich das Material habe, lege dann auch die Datei dahin und dann können wir eigentlich schon loslegen. When the streams are getting strong, just hold on.
So, der erste Teil hat schon mal wunderbar funktioniert. Dann gehen wir noch zum zweiten über. Das heißt, das hier stelle ich alles auf Ignorieren und schiebe das hier einfach mal rüber. Ihr könntet auch Ctrl-C, Ctrl-V und dann einen zweiten Arbeitsbereich anlegen. Geht auch, ne? Je nachdem, wie ihr lieber arbeitet. Aber jetzt hole ich all diese Sachen, die jetzt noch übrig sind, hole ich hier hoch. Und dann können wir den Rest so ein bisschen platzsparend platzieren, aber genau gleich wie beim ersten nicht die Größe verändern, weil sonst passt dann alles nicht mehr zusammen. Das hier blende ich aus oder lösche es wieder, weil das brauche ich nicht mehr. Dann haben wir hier einen kleinen Pfeil, der Gravur ist. Jetzt einfach mal Flächengravur. Und beim MDF von der Gravur hatte ich gesagt, Leistung nehmen wir 18 und die Geschwindigkeit nehmen wir eine 138. Und der ganze Rest müsste dann auf Schneiden gesetzt sein, inklusive dem Teil hier einfach ohne den Pfeil. Und da hatte ich gesagt, von der Leistung her machen wir das 60 und die Geschwindigkeit eine 10. Hat eigentlich wunderbar funktioniert. Ein Durchgang. Und was ich natürlich bei allen machen muss, weil die sind ja alle auf Ignorieren, dass ich die auf Ausgabe gebe. Und jetzt kann ich genau gleich wie vorhin das MDF reinlegen, hier die Automessung machen, dann das Fadenkreuz platzieren oder den Laserkopf platzieren, damit das Fadenkreuz am richtigen Ort ist und dann meine Datei auch an dieser Stelle orientieren und dann kann ich eigentlich schon loslegen. Das sind hier meine MDF-Teile, das heißt das ganze Innenleben der Box. Und hier beim Walnut-Holz, da hat es wirklich hammermäßig funktioniert. Kann man hier die kleinen Teile noch, kann es eigentlich auch klopfen und dann kommen da die ganzen kleinen Teile automatisch raus. Ihr seht, wie schön das hier das Ganze graviert hat. Ich finde es Hammer. Alles wunderbar geschnitten. So, jetzt geht es darum, das richtig zusammenzusetzen. Das kommt auf die Seite, das hinten. Ich bin mal gespannt, weil es gibt solche, wo es extrem einfach ist, also wo ich das wirklich einfach reinploppen kann und dann hält es. Dann gibt es andere, wo es locker sitzt und ich mit Leim arbeiten muss und dann gibt es andere, wo es so eng gemacht ist, dass ich dann quasi den Gummihammer nehmen muss, um das zusammensetzen. Ja, gucken wir mal. So, ich würde sagen, ich habe es rausgefunden und es ist tatsächlich eine Datei, die man leimen muss. Von dem her machen wir das. Das heißt, ich mache hier einfach Kleber auf die Steckverbindung nur. Ich glaube, ich muss mir noch so ein bisschen Kleber in eine kleine Tülle abfüllen, weil hier kommt echt immer zu viel raus. Das müsste so sein.
damit das jetzt richtig hält, ziehe ich das quasi kurz mit einem Malerkrepp einfach fest, dass das dann auch anständig trocknet. Deshalb sind mir eigentlich auch die Steckverbindungen am liebsten, also das heißt wo ich das wirklich reindrücken kann und dann hält es. Aber geht auch so. Das heißt, so lasse ich das trocknen. Respektive, da haben wir auch noch ein Teilchen. Das muss als Verstärkung von der Seite rein. Und ihr habt ja hier ein Pfeilchen drauf. Ich nehme an, dieses Pfeilchen bedeutet, dass das Ganze nach oben gucken soll. Das heißt, dieses Rädchen, also dieser Pfeil nach oben guckt. Und so kommt das hier rein. So, lassen wir das Ding hier trocknen. Und dann gehen wir hier zu dem Teil rüber. Ich habe jetzt kurz ein bisschen abgefüllt, weil es geht einfacher, wenn man so eine kleine Tülle hat, als wenn man so einen riesen Teil hat für diese kleinen Steckverbindungen. Und die findet ihr echt an vielen Orten. Ich hoffe jetzt, dass der Leim genug flüssig ist, damit der hier überhaupt durchgeht. Sollte aber funktionieren. Und jetzt kommen diese ganzen Streifen hier quasi drauf. Auch das klebe ich kurz ein bisschen fest. Ich glaube, hier ist okay. Es war mehr in der Mitte, wo es ein bisschen sich gehoben hat. Da sollte es passen. Und so lasse ich das auch kurz noch ein bisschen trocknen. Und wenn das Ganze getrocknet ist, können wir hier die Kleber wegnehmen. Und ich habe hier auch gleich noch meinen kleinen Tag drauf gemacht. Ich dachte, das passt super. Und jetzt haben wir hier ganz einfach eine kleine Schatzkiste, die man so zusammen machen kann. Sieht aus wie ein Buch, wo man das Gefühl hat, man kann es hier öffnen. Ist aber nicht so, sondern es ist ganz einfach eine Schublade drin. Ich finde es Hammer. Und das Laserergebnis finde ich wirklich super schön. Ne? Das war das, was ich euch heute zeigen wollte, eben so kleine Geschenktags und dann eine kleine Holzkiste aus Walnut und MDF. Und eben die Tags, die verwende ich super gerne, um hier Geschenktüten zu verschließen. Und eben nochmal den Hinweis, ne, macht euch Testraster, damit ihr da die richtigen Einstellungen für euch findet. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Das war alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, das war hilfreich für euch, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!